In der letzten Folge haben wir in der Nacht die Straße von Messina passiert und haben vor der idyllischen Stadt Scilla den Anker geworfen. In dieser Folge lichten wir den Anker vor der wunderschönen Stadt Scilla und brechen zum 110 Meilen entfernten Kap Palinuro Richtung Norden auf. Für die nächsten 36 Stunden sind schwache Winde aus variablen Richtungen vorhergesagt. Wir haben in den letzten 2 Tagen fast 25 Stunden Motorrad und deswegen ist es jetzt hoch an der Zeit, dass ich wieder mal den Ölstand kontrolliere. Auf der Backbordseite, wo Sabina sitzt, habe ich es bereits gemacht und alles in Ordnung und jetzt geht es Steuerbord los. Also fast Maximum. Auch Steuerbord ist fast Maximum und deswegen brauche ich nicht nachleeren. Alles in Ordnung. Wir haben gerade die Segel gesetzt, denn der angesagte Wind aus Süd mit 3 bis 5 Knoten sieht so aus. Der Kurs, den wir fahren, ist mehr oder weniger genau nach Norden Richtung Kap Palinuro. Wenn die Situation so bleibt, ist uns das nur recht, denn wir können Sprit sparen und haben nicht das nervige Geräusch des Motorens. Hoffen wir das Beste für den heutigen Tag.
Wir haben gestern fast 15 Stunden motort. So wie es ausschaut, kommen heute noch einmal mindestens 20 dazu und ich möchte sicherheitshalber 10 Liter nachtanken auf jeder Seite, damit ich das in der Nacht nicht machen muss, kurz bevor wir am Ziel ankommen. Die Segelyacht vor uns ist jetzt nach Westen abgebogen, die müssen wir im Auge behalten. Und die 2 Frachter da drüben auch. Ich habe hier 10 Liter Diesel und die werde ich mit Hilfe des Schüttelschlauches, übrigens eines der besten Utensilien, die wir uns für unseren Segelsport je gekauft haben, in den Tank füllen. Riecht schon. So, jetzt ist die Luftblase auch draußen. Was hast du uns heute Leckeres gekocht? Mit Zwiebeln und Knoblauch gefüllte Aubergine, mit Käse überbacken und dazu Reis. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe mein Essen fotografiert, um es meiner Kochrezeptegruppe zu schicken. Was heute etwas Besonderes war, wir fahren jetzt schon seit fast 5 Stunden einer Bojenkette entlang. Ich nehme an, dass das ein Fischernetz ist. Wir haben auch bereits ein Fischerboot passiert, das im Meer so vor sich hin trieb. Aber wir können einfach kein Ende dieser Bojenkette sehen und deswegen haben wir die Bojenkette gekreuzt, weil sie quer über unseren Kurs lag. Und schön langsam verschwinden die Bojen auf der Backbordseite immer größere Entfernung. Also auch hier dürften wir auf der sicheren Seite sein. Sabina hat gerade ihren 20. Delfin heute entdeckt. Der dürfte da in meinem Rücken. Na, ich sehe ihn nicht, ich habe hinten keine Augen. Da wo der Berg jetzt aufhört? Ja, jetzt habe ich ihn gesehen dann. Also ein einzelner Delfin hat unser Boot in ca. 100 Meter Abstand passiert. Wir bereiten uns für die Nacht vor. Es ist jetzt 20 Uhr, die Sonne wird circa in einer halben bis dreiviertel Stunde untergehen. Der Wind ist komplett eingeschlafen, die Anzeige zeigt 2,2 Knoten, haben wir in Wirklichkeit schon 2 bis 3 Knoten Rückenwind. Der Plotter wird auf Nachtbetrieb umgestellt. Nachtfahrten sind natürlich auch etwas Besonderes, insbesondere wenn man sehr weit von der Küste weg ist bzw. kein Land sieht. Durch die Lichtverschmutzung in unseren Ländern ist es ja kaum noch möglich, die Milchstraßen zu sehen, auch bei Garnächten. Wenn man auf dem offenen Meer ist, bei wolkenlosem Himmel, ist
ist das immer wieder ein spektakulärer Anblick, die Milchstraße zu sehen und die ganzen Sternbilder und überhaupt die Fülle der Sterne, was man eigentlich von zu Hause gar nicht mehr gewohnt ist. Jetzt werden wir unsere Filmerei einstellen. Delfin Nummer 23, 24 und 25. Und Sabina wird ihre verdiente Ruhepause antreten. Das ist mein bevorzugter Platz bei der Nachtwache. Ich sitze hier auf der Steuerbordseite im Salon, griffbereit das Logbuch, wo ich alle 4 Stunden die Position einschreibe, beziehungsweise wenn wir segeln, auch die Segelstellung und den Wind. Mein Handy, wenn ich sehr müde bin, stelle ich mir alle 10 Minuten einen leisen Alarm mit Vibration und stecke es in den Sack, sodass ich Sabina nicht störe. Wenn ich kurz einnicke, werde ich durch das geweckt. Und natürlich meinen Tolino, um was zu lesen, damit die Zeit vergeht. Unser Deckshaus ist ein sehr geschützter Platz, um Rundumblick zu haben. Ins Cockpit gehe ich eigentlich nur, wenn ich vielleicht die Schot ändern würde, wenn wir segeln würden, oder wenn ich dem Autopiloten vielleicht 1-2 Grad plus oder minus gebe. Da halte ich mich aber gut an. Und natürlich, falls ein Fisch beißt, würde ich Sabina wecken, damit wir dann gemeinsam reinziehen können. Falls es nicht so warm ist wie heute, klappen wir noch die Scheibe runter. Dann ist auch hier kein Luftzug mehr und es ist angenehm warm, auch wenn es draußen dann schon ein bisschen feuchtelt und ungemütlich wird. Es ist jetzt kurz vor Sonnenaufgang, irgendwas zwischen 5 und 6 Uhr. Sabina hat mich gerufen, weil die Backbordmaschine ausgefallen ist. Ich kann aber jetzt auch nicht viel machen. Es ist noch Sprit im Tank, aber wenig. Also ich würde schätzen zwischen ein Viertel und ein Drittel. Durch die Wellen, die von einer Restdünnung sind, ist eine relative Schaukelei. Es kann sein, dass sich jetzt ein bisschen Dreck in der Treibstoffleitung verfangen hat. Es war sonst kein Geräusch, der Motor ist einfach stehen geblieben und die Motorkontrolle hat zu piepen angefangen. Wir versuchen jetzt Kap Palinuro trotzdem zu erreichen. Es gibt nicht viele andere Möglichkeiten. Es ist fast kein Wind. Die Windanzeige zeigt ca. 5 bis 6 Knoten. Und wir haben jetzt trotzdem die Segel gesetzt und konnten unsere Geschwindigkeit jetzt auf wie viel? 3,4. Ja, auf 3,5 Knoten erhöhen, von unter 3. Wir haben die Drehzahl ein bisschen von der Steuerbordmaschine erhöht auf 2500 Touren, aber wir wollen sie in dieser Situation ja auch nicht überfordern und sollten so in 5 bis 6 Stunden in einer geschützten Bucht ankern können und dann kann ich mir das in Ruhe anschauen. Der Motorraum ist jetzt auch noch ziemlich heiß, das heißt, wenn man reinsteigt, der Dieselgeruch, wenn man Treibstoffleitungen auseinander nimmt, das wäre alles sehr förderlich für die Seekrankheit und das will ich mir jetzt eigentlich nicht antun.
der nächsten Folge reisen wir weiter in den Golf von Amalfi. Epilog. Wieder mal geht es in eine Nachtfahrt. Sabine und ich haben ja schon an die 100 Stück absolviert, aber es ist trotzdem immer wieder ein besonderes Erlebnis. Heute haben wir uns dazu entschieden, weil in den nächsten Tagen stärkerer Nordwestwind aufkommen wird und wir die Strecke, die wir heute mit der Nachtfahrt zurücklegen, das sind etwas mehr als 100 Meilen, sonst sehr beschwerlich in mehreren Tagesetappen gegen an zurücklegen müssen. Nachtfahrten sind für uns eigentlich notwendiges Übel. Also, um mich nicht falsch zu verstehen, es gibt schon schöne Momente dabei, allerdings stundenlang die Zeit totschlagen, weil ja nichts Außergewöhnliches passiert. Das ist dann schon manchmal schwierig, besonders wenn man nach Mitternacht dann müder wird. Sabina und ich teilen uns die Wachen meistens so ein, dass Sabina jetzt bald schlafen gehen wird, also zwischen 8 und 9 Uhr. Und ich werde die erste Wache so bis 2:30 Uhr, 3 Uhr, je nachdem wie ich durchhalte. Und dann wecke ich Sabina, die dann noch ungefähr 2,5 bis 3 Stunden bis Sonnenaufgang zu absolvieren hat. Und damit ist dann die Nacht für uns vorbei. Heute geht es Sabina ja schon besser. Die Seekrankheit von letzter Woche ist vorbei. Das heißt, dass wenn meine Ruhephase so gegen 3 Uhr morgens beginnt, kann ich sicher bis 6 oder 7 ausschlafen. Dann hat jeder von uns ungefähr 6 Stunden Schlaf bekommen und ich finde das viel angenehmer als zum Beispiel 2x3 Stunden oder jeden zweiten Tag 4 Stunden oder 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Und für uns beide passt dieses System recht gut. Tagsüber ruhen wir uns dann sowieso immer wieder aus. Heute wird es ja so sein, dass wir dann in der Früh bereits an unserem nächsten Ankerplatz ankommen. Das heißt zwischen 9 und 10 Uhr. Und dann haben wir den ganzen Tag zur Regeneration, weil wir dort auch die Nacht verbringen werden, sofern es uns gefällt. Heute ist es ja einfach. Wir werden eine windstille oder fast windstille Nacht haben und so werden halt keine besonderen Vorkommnisse sein und deswegen wird jeder seine Ruhepause auch voll ausschöpfen können. Wenn wir in der Nacht segeln, machen wir es so, dass wir bereits am Abend, bevor es finster wird, Defensivmaßnahmen setzen, besonders wenn stärkerer Wind angesagt ist. Wir reffen dann das Gros. Die Genua kann man ja zur Not auch alleine reffen. Es ist hier zwar ein bisschen kompliziert, aber es geht. Und mit dem gerefften Gros ist man eher auf der sicheren Seite. Falls wirklich mehr Maßnahmen notwendig sind, dann wecken wir natürlich den Partner und absolvieren das Manöver gemeinsam. Der bevorzugte Platz bei der Nachtwache bei uns ist ja recht komfortabel. Wir können im Salon sitzen und rundherum durch die Fenster rausschauen, beziehungsweise steht man kurz vom Tisch auf, steht dann im Deckshaus völlig geschützt und kann ganz leicht einen Rundumblick machen. Wir haben dann auch noch ein passives AIS am Funkgerät, das wir einschalten können. Die Zeit kann man natürlich auch nutzen, um zum Beispiel Sternschnuppen zu beobachten. Man hat ja eigentlich, wenn alles okay ist, relativ viel Zeit zum Herumschauen. Und wenn man geduldig genug ist, sieht man natürlich in jeder Nacht auch Sternschnuppen. Und was noch dazu kommt, es gibt natürlich auch das Meeresleuchten. Das sind so kleine Einzeller, die bei Bewegung aufleuchten. Und man kann dann, wenn die vermehrt auftreten, richtige Leuchtspuren hinter dem Boot sehen. Und es gibt auch manchmal Leuchtquallen, die durch das Wirbeln der Schiffsschrauben animiert werden zu leuchten. Und die sieht man dann halt auch im Heckwasser. Jetzt hat Sabina den 21. Delfin entdeckt, diesmal auf der anderen Seite. Da werde ich ihn auch sehen. Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen, ja. Jetzt werden wir unsere Filmerei einstellen
Delfin-Nummer 23, 24 und 25. Und Sabina wird ihre verdiente Ruhepause antreten.